Dies sind Julia Stepanova und Vitali Stepanov und ihr kleiner Sohn Robert. In ihrer Heimat Russland fühlen sie sich nicht mehr sicher. Denn sie haben ein Geheimnis verraten. Aber ihre Geschichte beginnt schon lange zuvor. Anfang dieses Jahres. Die Olympischen Winterspiele im Februar in Sotschi. Russland präsentiert sich als stolze Sportnation. Das größte Land der Welt gewinnt die meisten Goldmedaillen, wie schon bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor. Und wie so oft bei anderen Sportgroßveranstaltungen. Russland eine Supermacht im Sport. Kurz nach den Spielen. In meinem Büro erreichen mich mehrere E-Mails. In Sotschi hatte ich erstmals über Doping in Russland berichtet. Offen und anonym wird mir nun von deutlich mehr eigenartigen Dingen rund um den russischen Sport berichtet. Noch ahne ich nicht, dass dies der Ausgangspunkt einer unglaublichen Geschichte werden soll. Eine E-Mail fällt mir besonders auf. Aus Moskau, von Vitali Stepanov und seiner Frau Julia. Im April mache ich mich zum ersten Mal auf den Weg nach Russland. Die beiden wollen sich mit mir in Moskau treffen. Mein Kameramann ist dabei, aber ob er Bilder vom Treffen machen darf, weiß ich noch nicht. Sie haben Angst, alles ist geheim. Habe ich es hier mit Spinnern zu tun oder ist es doch ernst? Zum ersten Mal telefonieren wir. Ich erfahre den Treffpunkt, eine Gaststätte am Stadtrand von Moskau. Ein abgetrennter Raum ungestört, aber gekommen ist nur Vitali. Nach Stunden dürfen wir drehen. Das hier ist Vitali Stepanov, 32 Jahre alt. Ich beginne zu begreifen, warum er per E-Mail nur Andeutungen machte. Nach seinem Studium in den USA wollte er einen Job im Sport. Dopingbekämpfung. Das war sein Traumjob. Ich wollte Doping bekämpfen und den Sport sauberer machen. Ehrlicher. Besser. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich zur Arbeit gehe. Zu einer Anti-Doping-Agentur, die Doping in Russland bekämpft. Ich war damals ja auch noch nicht verheiratet, war Single. Ich war bereit, 24 Stunden am Tag dafür zu arbeiten. Vitali Stepanov liebt seinen Job bei der russischen Anti-Doping-Agentur der Rusada, leitet das Ausbildungsprogramm, arbeitet als Kontrolleur, ist Berater des Generaldirektors. Selbst der Sportminister sucht seinen Rat. Was im Inneren der Rusada passiert, das bekommt er hautnah mit, sagt er. Das Jahr 2009 wird ihn dann für immer verändern. Julia Rusanova, Dritte der Hallen-Europameisterschaften. Er lernt Julia, damals noch Rusanova, kennen, bei einer Anti-Doping-Schulung für Athleten. Sie gehört zu den Besten der Welt, läuft die 800 Meter unter 1 Minute und 57 Sekunden. Heute ist sie Vitalis Frau. Es dauerte nicht lange, bis sie ihm erzählt, warum sie so gut ist. Während unseres ersten oder zweiten Gespräches hat sie mir ganz klar gesagt, dass alle Sportler in Russland dopen. Dass man die Ergebnisse, die man erreicht, nicht ohne Doping schaffen kann. Zumindest nicht in Russland. Dass du dopen musst. Dass es so läuft in Russland. Dass die Funktionäre und Trainer klar sagen, dass du mit deinen natürlichen Voraussetzungen nur so und so weit kommen kannst. Um Medaillen zu bekommen, brauchst du Hilfe. Und diese Hilfe, das ist Doping. Verbotene Substanzen. Eine extreme Einschätzung. Jetzt will ich mehr erfahren. Julia Stepanova selbst treffen. Aber erst mal warten. Es vergehen Tage.
Dann endlich, sie laden mich und meinen Kameramann nach Hause ein. Es geht nur in den Stunden, in denen Vitalis Bruder nicht da ist, der auch hier lebt. In welche Gefahr sie sich begeben, werde ich später erfahren. Julia ist 28 Jahre alt, gerade wegen Dopings gesperrt. Alle Aufzeichnungen dazu hat sie behalten. Auch aus der Zeit, als sie ihren Mann kennenlernte. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihm die Augen geöffnet. Ich habe ihm erzählt, wie es wirklich funktioniert. Er hat sich dann damit abgefunden. Den Trainern wird es eingehämmert und die Trainer hämmern es den Athleten ein. Die Athleten denken deshalb gar nicht, wenn sie verbotene Präparate einnehmen, dass sie etwas Unrechtes tun. Zunächst hilft Vitali seiner Frau sogar beim Dopen. Besorgt Mittel, führt eine Art Doppelleben. Kaum zu ertragen. Dann wollen sie nicht weiter lügen, sagen sie, schreiben der Welt-Anti-Doping-Agentur, schildern ihre Erlebnisse. Ich frage mich, warum davon nichts öffentlich wurde. Am Ende dieser Geschichte werde ich es wissen und das Märchen vom sauberen Sport wird ein für alle Mal widerlegt sein. Eine Geschichte, die schon im Kleinen unglaublich klingt. Entweder hat mein Trainer das EPO in der Apotheke bestellt und mir dann gebracht, oder ich habe es einfach selbst gekauft. Dopingmittel in der Apotheke, illegal, ohne Rezept. Das kenne ich schon aus Weißrussland oder Mexiko. Aber hier muss ich noch nicht mal in einer Apotheke. EPO-Spritzen soll man hier wie beim Pizzaservice von zu Hause aus ordern können. Julia gibt mir die Nummer einer Apotheke. Mein Übersetzer ruft an. Guten Tag, kann ich eine Bestellung aufgeben? Ja, mit Expresslieferung. Eine Packung Epokrin 2000. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Hier die Lieferung. Sie sollten es im Kühlschrank lagern. Ja, gut. Und die Rechnung? Ich sag's gleich. Das macht 3.925 Rubel. Bitteschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. EPO für gut 60 €, verschreibungspflichtig, aber keiner fragt nach. Solche EPO-Spritzen, sie sind jahrelang selbstverständlicher Bestandteil des Alltags von Julia Stepanova, sagt sie. Während sie trainiert, geht ihr Mann jeden Morgen außer Haus, um gegen Doping anzukämpfen. Er war bis 2011 3 Jahre bei der USADA. 2 Welten unter einem Dach. Denn Hauptaufgabe der USADA, Dopingtests. Warum dabei aber nur wenige Sportler erwischt werden, glauben beide zu wissen. Leute vom Verband, Sportoffizielle, sind zu Dopingkontrolleuren gegangen, haben ihnen Essen angeboten oder Bargeld, um abends ein bisschen Spaß zu haben. In einem Trainingslager in Portugal, da haben unsere Athleten einfach unter falschem Namen gewohnt. Sie haben verbotene Substanzen eingenommen. Und damit die ausländischen Kontrolleure nicht kommen und sie nicht testen, haben sie falsche Namen angegeben. Als wir in Kirgisien im Trainingslager waren, da sollte ich am 15. November eine Kur mit Tabletten anfangen. Da hat mein Trainer mich gefragt, hast du sauberen Urin? Ich meinte zu ihm, nein, das hatten sie mir gar nicht vorher gesagt. Dann sagte er, füll hier schon mal welchen ab, damit du was hast, wenn die Kontrolleure hierher kommen. Ich habe das so gemacht, wie er es gesagt hat. Und im Gefrierfach hatte ich ein Döschen mit sauberem Urin. Zurück in Berlin versuche ich mir ein Bild von dem zu machen, was Julia Stepanova und ihr Mann Vitali erzählt haben. Mich interessiert der letzte Jahresbericht der russischen Anti-Doping-Agentur von 2013. 23.110 Kontrollen, die meisten in der Welt. 2,2% davon waren positiv. Über 500 Fälle. Und die anderen, haben die vielleicht wirklich nicht gedopt? Wem kann ich glauben, der Statistik oder Julia und Vitali? Während der nun schon wochenlangen Recherche ein erster Durchbruch. Aus mehreren Quellen kommen immer neue Informationen. Und dann das. Ich bekomme sogar Tondokumente von Gesprächen hochrangiger Trainer mit Athleten zugespielt. Was haben Sie da mitgebracht, Epo? Peptidhormone. Die wirken sich auf die Ausdauer aus, steigern das Testosteron.
Die Original-Tondokumente liegen mir in voller Länge vor, auch von diesem Gespräch. Das sind verbotene Substanzen? Sag das nicht so. Nenn das eine spezielle Art der Vorbereitung. Spezialvorbereitung. So wird es im Winter laufen. Und dann höre ich Alexei Melnikow, einen der 2 Nationaltrainer der russischen Leichtathleten. Wir brauchen keine hohen Hämoglobinwerte. Wozu brauchen wir dann EPO? Vor allem in solchen Mengen wie früher. Melnikow und die anderen Trainer habe ich natürlich dazu gefragt. Keiner hat mir geantwortet. Auch Julia Stepanova wurde von diesen Trainern betreut. Ich erinnere mich daran, was sie mir zu ihnen erzählte. Sie nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann finden sie ein neues. Sie füttern sie und sagen, nimm das, alle nehmen das. Nimm diese Substanzen. Und wenn einer erwischt wird, schmeißen sie den Sportler weg und nehmen einen neuen. Julia und Vitali sind inzwischen nicht mehr die einzigen, die mit mir reden wollen. Ich bekomme Kontakt zu etlichen Personen aus dem russischen Sportsystem. Ist dieses System so verdorben, wie Sie in Ihren Mails andeuten? Auf der Suche nach Antworten fliege ich quer durch Russland. Will die Athleten und Trainer treffen. Zunächst geht es von Moskau 1500 Kilometer Richtung Süden, nach Krasnodar. Werden die Menschen hier offen reden? Und warum? Einige sind gesperrt wegen Dopings, fühlen sich betrogen. Andere wollen einfach Schluss machen mit dem jahrelangen Lügen, sagen sie. Einige haben schon öffentlich gesprochen, viele wie Evgenia Petscherina noch nicht. Was ist Ihre Schätzung? Was glauben Sie? Wie viele Athleten aus dem Nationalteam in Russland dopen? Die meisten. Der größte Teil. 99%. Und man bekommt absolut alles. Alles, was der Sportler will. Und je kürzer es nachzuweisen ist, desto teurer das Präparat. Ich fahre weiter nach Samara, knapp 1600 Kilometer Richtung Nordosten. Zu Sowjetzeiten für Ausländer gesperrt. Hier wurden damals streng abgeschirmte Rüstungsgüter produziert. Mein Übersetzer ist bei den Treffen immer dabei. Nicht alle wollen offen sprechen. Von einem Doping-Vergabesystem ist die Rede. Das ist ein internes Schema, das sich seit Jahren eingespielt hat. Wenn man ein Resultat verbessern möchte, dann ruft man eine Nummer an und stellt sich vor. Auf diese Weise bekommt man die nötigen Präparate. Aber diese Nummer, die kriegt nicht jeder. Nur die Leute, die überprüft wurden. Wenn die Führung damit nicht einverstanden ist, dann kommt es gar nicht erst zum Deal. Der Sportler hat keine Wahl. Entweder bereitest du dich in der Nationalmannschaft mit verbotenen Substanzen vor, um Medaillen zu gewinnen, die auch dem Verband angerechnet werden, dem Cheftrainer, dem Sportministerium, Verbandspräsidenten, dem gesamten russischen Leichtathletikverband. Und wenn du damit nicht einverstanden bist mit diesem Schema, das sie dir anbieten, dann kann es ganz schnell gehen und du bist draußen. Und dann nennt er einen Namen, den ich noch nicht kenne, aber den ich noch oft hören soll. Wir haben da jemanden in Moskau, Portugalov. Er beschäftigt sich damit. Zurück in Berlin. Ich schaue mir die Aufzeichnungen noch mal genau an. Alle Gesprächspartner haben ihre Aussagen an Eidesstadt versichert. Und ich möchte wissen, wer ist dieser Portugalov, von dem so viele sprachen? Mit vollem Namen Sergei Nikolajewitsch Portugalov. Noch dieses Jahr hält er etwa ein Seminar und warnt vor den Gefahren des Dopings im Kinder- und Jugendsport. Ich sehe, dass er mit Unterstützung des Leichtathletik-Weltverbandes eine Anti-Doping-Taskforce in Russland beraten soll. Er gilt als ein international führender Experte im Anti-Doping-Kampf. Es gibt ein Video im Internet von ihm. Ein PR-Video eines Seminars zur pharmakologischen Unterstützung für Spitzensportler und Trainer. Wir haben uns unterschiedliche Aspekte der Wirkung von medizinischen Substanzen oder Nahrungsergänzungsmitteln angeschaut, die auf die Muskeln Einfluss haben. Einige internationale Sportorganisationen bauen auf seinen Rat.